Wenn du bisher nicht in den Genuss von EAFC 24 Early Access Gameplay gekommen bist oder du dich immer noch schwer mit dem neuen Spiel EAFC 24 tust, dann bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn ich teile mit dir meine Top 5 Learnings aus EAFC 24 Early Access. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du diese Tipps berücksichtigst, wird dir EAFC 24 ein Stück weit leichter fallen. Und falls du EAFC 24 noch nicht gekauft haben solltest, dann kannst du es gerne über den Link in der Videobeschreibung machen. Ich würde mich freuen. Dann kommen wir auch direkt zum ersten Learning und das bezieht sich direkt auf eine Dribbling-Variante. Und zwar ist es nicht das R1-Dribbling, was viele sagen, ist crazy OP, das kannst du auch zusätzlich nutzen. Aber am effektivsten finde ich das ganz normale linker Stick-Dribbling. Das heißt wirklich nur mit dem linken Stick die Richtung wechseln und damit dribbeln, weil du damit so viel Schaden anrichten kannst. Und das linke Stick-Dribbling funktioniert am besten, wenn sozusagen der Gegner auf dich zukommt, dass du dich immer denn genau 180 Grad drehst, sozusagen immer weg vom Spieler, weg vom Druck des Gegners und dann entweder nach links oder rechts, je nachdem wie sich auch der Gegner verhält. Wenn er nach oben geht, gehst du sozusagen nach unten. Du machst immer genau das Entgegengesetzte vom Gegner und kannst so extrem gut Druck ausweichen und dadurch, dass es eine enge Ballführung bei diesem Dribbling ist, kannst du dadurch neue Räume schaffen und deinen Gegner ins Leere laufen lassen. Vor allem, da ich das Gefühl habe, dass generell durch die KI der Mitspieler, der Gegner deutlich mehr Druck und deutlich mehr verschoben wird und engere Räume entstehen, dieses Dribbling enorm wichtiger ist, um in Ballbesitz zu bleiben und dir Ruhe und Zeit zu verschaffen. Und du kannst dich darauf freuen, dazu werde ich natürlich nochmal ein In-Detail-Tutorial machen, also freu dich darauf und abonniere jetzt am besten den Kanal, damit du dieses Video und keinen weiteren Livestream mehr verpasst. Lass ebenfalls gerne ein Like da und teile das Video, sofern es dir gefällt. Das zweite Learning, das ich herausgefunden habe, ist, dass in der Offensive quirlige, kleine und bewegliche Spieler wieder deutlich stärker sind und teilweise sogar Meta und OP sind, weil das Ganze auch mit dem linken Stick-Dribbling, was ich im ersten Punkt schon erklärt habe, natürlich zusammenhängt. Und was mir dabei vor allem nochmal stärker aufgefallen ist, dass ich das Gefühl habe, dass Frauen in der Offensive nochmal deutlich stärker oder zumindest ein klein bisschen stärker als Männer sind, weil die meisten Frauen, müsst ihr mal auf die Werte achten, sind meistens unter 1,70 groß und die meisten Männer sind über 1,70 und dadurch, dass die Frauen nochmal einen kleineren Körperschwerpunkt haben, habe ich das Gefühl, dass anatomisch allein die Frauen deswegen nochmal ein stärkeres Dribbling haben und sich nochmal flinker bewegen können. Also probiert unbedingt Frauen in der Offensive mal aus. Und wer im Stream dabei gewesen ist, weiß auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall Kirby richtig krass fand und auch Bon Marti. Und dort habe ich wirklich regelrecht geschwärmt von diesem Dribbling. Also achtet unbedingt auch auf Frauen in der Offensive. Wenn dir der Content bisher gefällt, dann rate ich dir unbedingt, zu meinen Livestreams vorbeizuschauen. Ich streame Montag bis Samstag. Die Streamzeiten findet ihr immer auf dem Community-Tab oder auf dem Discord-Kanal. Ich freue mich, wenn ihr dazu stoßt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Was ihr außerdem bei der Offensive noch beachten solltet bei den Spielern, sind die Playstyles. Und dort fand ich, dass der Technical Playstyle und der Quickstep Playstyle extrem krass waren. Ebenfalls war noch der Rapid Playstyle ganz okay und der Tiki-Taka Playstyle kann vor allem im ZM, glaube ich, auch sehr wichtig werden, weil diese First-Touch-Pässe inzwischen extrem ungenau kommen und der Tiki-Taka Playstyle das deutlich besser ausführt. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord-Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein. Nun kommen wir zum dritten Learning aus EAFC 24 Early Access Gameplay und der bezieht sich indirekt wieder auf die ersten beiden Punkte, denn ich glaube, dass die Werte bei offensiven Spielern, vor allem Beweglichkeit und Balance, die wichtigsten Ingame sind und auch über die Meter und letztlich auch das Dribbling entscheiden. Also desto höher Beweglichkeit und
Balance bei deinem Spieler ist, desto besser, weil desto besser können sie ebenfalls dieses Dribbling noch ausführen. Der Balancewert ist wichtig, weil wenn du dich mit dem linken Stick-Dribbling drehst, dann steht immer der Körper zwischen dir und deinem Verteidiger und deswegen brauchst du eine relativ hohe Balance, dass wenn der sich dann anrempelt, du trotzdem stehen bleibst und dich durchsetzen kannst. Das vierte Learning aus EAFC 24 Early Access bezieht sich auf die Verteidigung und die ZDM-Position. Denn dort hat sich herausgestellt, dass du große und körperlich starke Spieler brauchst, natürlich auch mit einem gewissen Pacewert, ist klar. Und du auf jeden Fall dort auf Frauen verzichten solltest, weil die, wie gesagt, einfach zu klein sind und die körperlichen Attribute nicht haben. Außerdem solltest du unbedingt bei den Innenverteidigern beachten, dass die den Jockey Playstyle haben, den Anticipate Playstyle oder den Intercept Playstyle, am besten alle zusammen. Und was auch hilfreich sein kann, ist der in der Luft Playstyle, um Kopfballduelle zu gewinnen. Noch ein kleiner Tipp in Bezug auf die Außenverteidigerposition. Dort ist mir aufgefallen, dass Außenverteidiger mit dem Quick-Step Playstyle oft das Phänomen hatten, dass wenn du überlaufen wurdest und du dann die Sprint-Taste gedrückt hast, dass er plötzlich so einen Antrittssprint, was ja letztlich der Quick-Step Playstyle ist, bekommen hat, aber durch diesen Antrittssprint, der teilweise diesen Spieler wieder aufholen konnte, was natürlich extrem stark war. Also achtet beim Außenverteidiger eventuell auf den Quick-Step Playstyle. Das fünfte Learning, das ich in EAFC 24 gelernt habe, ist, dass ich fand, dass Grätschen extrem gut funktioniert haben. Vor allem, wenn du die im 45-Grad-Winkel zu dem Gegenspieler ausführst. Dort hast du oft extrem viele Balleroberungen und kannst teilweise auch das Tempo, was vor allem durch Konter und Co. in EAFC 24 extrem negativ behaftet ist, Konter auch aufhalten. Und es hilft natürlich, wenn du auch bei dem Spieler dann einen Sliding Tackle bzw. Grätschen Playstyle hast. Dadurch funktioniert es nochmal deutlich besser. Aber jetzt nochmal Vorsicht, denn ich habe das Gefühl und ich merke es auch in-game, dass die Grätschen trotzdem noch ein bisschen verbuggt sind, weil es oft der Fall ist, dass eine Art Delay bei der Grätscheneingabe stattfindet und dieses Delay gar nicht internet- und verbindungstechnisch ist, sondern wirklich in der Eingabe ist, bezogen auf die Grätschenanimation. Denn in den Streams habe ich auch öfter gesehen, dass teilweise, wenn du die Grätschentaste drückst, anstatt dass der Spieler, wie du es natürlich willst, direkt die Grätsche ausführst, macht er irgendwie so eine komische Animation, als wenn der im Rasen hängen bleibt und danach führt er erst die Grätsche aus und diese Millisekunde oder Millisekunden, die das dauert, ruinieren dein komplettes Timing und dadurch kassierst du teilweise oft Elfmeter oder Fouls, weil dann das Timing einfach nicht mehr stimmt. Wie gesagt, ich hoffe, dass sie es irgendwie mal fixen werden, aber das ist mir aufgefallen, dass die Grätschen indirekt schon noch verbuggt sind, aber im Groben und Ganzen funktionieren sie schon. Also habt dieses Phänomen auf jeden Fall in dem Hinterkopf und ich denke, wenn ihr das einmal macht und dieses Phänomen seht, dann versteht ihr auch, was ich hier meine. Das waren meine Top 5 Learnings in Bezug auf das EAFC 24 Early Access Gameplay. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unbedingt den YouTube-Kanal, damit ihr kein Video, keinen Livestream mehr verpasst. Ich würde mich freuen, lasst auch gerne ein Like da auf dem Video und teilt das Video auch mit anderen EAFC-Freunden von euch, falls die ebenfalls diese Tipps hören sollten. Und jetzt schaut euch noch unbedingt die Tipps und Tricks Playlist von mir an, denn dort teile ich mit euch Tipps und Tricks in Bezug auf das EAFC 24 Gameplay und sonstige Phänomene. Also schaltet unbedingt wieder ein. Zum Ende sage ich wieder Welcome to the New Age. Ciao.